Hallo und herzlich willkommen in der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal. Das Schöne, wenn man nur mit 3 Farben arbeitet, ist, dass man sich um die harmonische Farbwirkung im Bild keine Gedanken machen muss. Durch die reduzierte Farbpalette passen alle Farben im Bild gut zusammen und es entsteht eine geschlossene Bildaussage. Umso mehr kann man sich beim Bildaufbau auf die Tonwerte und auf die großen Formen und ihre Komposition konzentrieren. Es geht in diesem Film also um die reduzierte Darstellung eines Landschaftsaquarells mit nur 3 Farben. Viel Spaß mit dem Motiv und jetzt geht's los. Wer öfter hier auf meinem Kanal dabei ist, weiß, dass ich Schweden liebe. Seit 10 Jahren hat meine Familie dort ein Sommerhäuschen und wir verbringen die Sommermonate meist dort in Südschweden. An der Ostseeküste in Blekinge ist es landschaftlich sehr schön und vor allen Dingen die vorgelagerten Schereninseln bieten unglaublich viele malerische Motive. Im vergangenen Sommer war ich mit meinem Skizzenbuch auf der schönen Schereninsel Hanö unterwegs. Der Leuchtturm auf der äußersten Inselspitze hat mich als Motiv sofort begeistert und sollte unbedingt ins Skizzenbuch hinein. Ich wusste also relativ schnell, was ich malen wollte. Aber um die Frage zu beantworten, wie ich es malen will, brauchte ich doch etwas mehr Zeit. Viele Fragen sind zu klären, bevor man den Pinsel überhaupt in die Hand nimmt. Wenn ich direkt vor Ort malen möchte, gehe ich zunächst ausführlich um mein Malobjekt herum und schaue es mir aus verschiedenen Blickwinkeln an. Hier habe ich euch im Foto einmal verschiedene Möglichkeiten der Bildkomposition zusammengestellt. Der erste Gedanke gilt meist dem Bildformat. Hier zum Beispiel käme ein Hochformat in Frage, welches die starke vertikale Ausrichtung des Leuchtturms aufgreift. Ein quadratisches Format als Betonung der ruhigen Inselatmosphäre ginge auch. Oder wir nehmen hier unten dieses Querformat. Dieses Format erlaubt mir noch etwas mehr von der weitläufigen Umgebung der Insel zu zeigen. Der zweite Gedanke beschäftigt sich schon mit den großen Formen und ihren Tonwerten. Hier im oberen rechten Quadrat sehen wir deutlich die Möglichkeit der Aufteilung eines hellen Himmels, eines dunklen Mittelgrundes und einem Vordergrund im mittleren Tonwert. In der hochformatigen Version ist der Kontrast im Mittelgrund zwischen dem Leuchtturm und den Häusern sehr stark. Auch dies würde sich für eine spannende Bildaussage anbieten. Im unteren Foto überwiegt die gemäßigte Bildaussage. Die hellste Form ist der Himmel, der Mittelgrund ist recht dunkel mit dem hellen Akzent im Leuchtturm und den Vordergrund könnte ich im mittleren Tonwert malen. Meist folgt nun noch eine kleine Tonwertskizze, in der ich meine 3 Landschaftsebenen Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund und die 3 Tonwerte hell, mittel und dunkel in der Bildkomposition sinnvoll einsetze. Heute möchte ich das Bild ohnehin nur mit 3 Farben malen. Deshalb muss ich mir um die Farbharmonie keine großen Gedanken machen. Folgende Farben werden verwendet: Ultramarinblau von Schminke, Sienna gebrannt und Permanent Alizarin von Winsor Newton und kleine Akzente mit der Farbe Titanweiß direkt aus der Tube von Schminke. Ich arbeite auf handgeschöpftem Büttenpapier der Firma Arches, 300 Gramm Graphin. Die Pinsel sind aus meiner eigenen Pinselkollektion, der kleine synthetische Pinsel zum Spritzen, ein Auswaschpinsel der Firma Da Vinci, mein Rotmarderhaarpinsel und mein Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12. Ich beginne bei der Skizze meistens mit der Horizontlinie, in diesem Fall mit der oberen Begrenzung der Scherenfelsen und der Wasserlinie im Hintergrund. Die diagonalen Konturen der Felsen nutze ich als Bildeintritt. Als nächstes wird schon der Hauptdarsteller des Bildes, der Leuchtturm, skizziert. Ich beginne mit einer Mittellinie und 2 waagerechten Linien oben und unten, suche mir mit entsprechenden Punkten gleiche Abstände rechts und links und verbinde mit leicht schrägen Linien. Wenn ich den Leuchtturm oben ein wenig schmaler als unten zeichne, deute ich schon eine leichte Perspektive an. Der Leuchtturm erscheint so noch etwas monumentaler und eindrucksvoller. Das Haus setze ich leicht versetzt, links vor den Leuchtturm. Eine Überlappung der Elemente im Bild schafft Räumlichkeit. Auf der rechten Seite deute ich einige Bäume an und schaffe einen lockeren Übergang zur geplanten Wasserfläche. Die Schwedenfahne darf natürlich nicht fehlen und eine Figur setze ich hier vor die dunkel geplante Hauswand. Dadurch entsteht bestimmt nachher ein schöner Bildfokus. Am unteren Rand des Bildes habe ich ein wenig zu viel Platz. Also klebe ich noch einmal ungefähr 1 cm des Formats mit Tesakrepp ab. So sitzt die Bildeinteilung des Vordergrundes, der jetzt 1/3 der Fläche einnimmt, etwas besser im Format. Foto und Skizze bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet.
Wenn auch du in den Genuss dieses Service kommen möchtest, schau mal unter dem Video, dort gibt es einen Link zu unserer Unterstützerseite und dort kannst du dich über die verschiedenen Pakete informieren. Vielleicht bist du in unserer großen Unterstützergemeinschaft ja dann auch bald mit dabei. Den Himmel möchte ich im Bild als hellste Form malen. Ich feuchte ihn zunächst mit klarem Wasser an und spare hierbei die rechte Kante des weißen Leuchtturms aus. Links ist der Leuchtturm in der schattigen Seite dunkler als der Himmel, hier kann also das Himmelsblau im ersten Farbauftrag ruhig Verbindung schaffen. Ich mische mir alle 3 Grundfarben, das Blau überwiegt etwas in der Mischung. Mit sehr trockenem Pinsel setze ich leicht schräg einige lockere Striche für die Wolken in den Himmel. Mit der großen Wolke hier versuche ich an die helle Kante des Leuchtturms heranzumalen, damit der helle Bereich im Leuchtturm später einen schönen Kontrast aufweist. Am oberen Bildrand sind die Wolken größer und auch etwas dunkler und zum Horizont hin blasser und kleiner. Mit Ultramarinblau und ein wenig Rest der Graumischung füge ich nun den blauen Himmel ein. An der Oberkante der Wolke lasse ich ein wenig Weiß stehen. Die große Wolke hinter dem Leuchtturm soll auch auf der linken Seite fortgesetzt werden. Hier lege ich jetzt noch einmal ein wenig Farbe nach. Mit einer sehr wässrigen Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau und auch einem Hauch Permanentalizarin male ich jetzt die Felsen im Vordergrund. Hier soll ein wirklich lichtes, helles Grau entstehen, welches in der Farbtemperatur zwischen kühlen und warmen Aufträgen variiert. Die Felsen haben ja ganz verschiedene Farbnuancen und durch ihre glatte Oberfläche reflektieren sie gelegentlich auch das Himmelsblau. Nach vorne hin wird der Tonwert etwas kräftiger, das heißt, die Farbmischung bleibt die gleiche, aber die Pigmentdichte in der Farbpfütze wird erhöht. Wir sehen jetzt schon, dass mein ursprünglicher Plan, den Himmel als hellste Form aufzufassen und den Vordergrund eher im mittleren Tonwert zu malen, schon ganz gut aufgeht. Das Bild bekommt durch diese beiden Tonwerte einen ruhigen Rahmen, in den ich den etwas spannenderen Mittelgrund hineinmalen kann. Ein paar Spritzer gebe ich in den Vordergrund. Dies ist einfach klares Wasser aus dem Pinsel gespritzt. Ich mag diese zufälligen Strukturen, die die unregelmäßige Steinoberfläche andeuten, sehr gerne. Nun beginne ich mit der Ausarbeitung des Mittelgrundes und starte mit einem relativ reinen Farbauftrag von Sienna gebrannt in der Hausecke. Hier befindet sich mein Bildfokus und dies möchte ich auch durch diesen strahlenden Orangeton farblich etwas unterstützen. Um die Figur male ich herum, so kann sich die Kleidung später hell vor dunkel gut abheben. Ins Dach kommt ein Tropfen mehr Wasser, sodass die Farbe hier etwas heller erscheint. Die Fläche der Bäume feuchte ich vorsichtig ein wenig an und setze dann verschiedene Mischungen aus den 3 Grundfarben mit flach aufgesetztem Pinsel als lockere Blattmasse hinein. Teilweise verschwimmen die Farben und an anderen Stellen gibt es harte Ränder. Diesen Kontrast finde ich sehr hilfreich beim Malen von belaubten Bäumen. Zum ausführlichen Malen eines Laubbaumes habe ich im letzten Jahr ein Video gemacht. Ich verlinke es rechts oben in der Infokarte. Dort kannst du dir die Technik des flach aufgesetzten Pinsels zum Erzeugen von lockeren Laubstrukturen noch einmal genauer anschauen. Für mich ist es immer wieder erstaunlich zu sehen, dass, wenn ich in dieser reduzierten Palette arbeite, der Eindruck von Bäumen mühelos entsteht, obwohl überhaupt kein Grün im Spiel ist. Oft ist die Farbe Grün im Landschaftsaquarell nicht ganz einfach. Daher verwende ich Grün grundsätzlich in abgemilderter Form, das heißt, ich mische immer eine andere Farbe hinzu. Hier fehlt das Grün völlig und ich vermisse eigentlich nichts. Nun geht es mit einem Violettton im Schattenbereich des Leuchtturms weiter. Hier wird die Farbe kräftig am linken Rand aufgetragen und zur rechten Seite des Turms hin mit Wasser verblendet. Im unteren Bereich variiere ich die Schattentemperatur mit Sienna gebrannt in den warmen Bereich hinein.
Das Dach des Leuchtturms male ich mit etwas kräftigerer Farbe und wieder einer Mischung aus allen 3 Grundfarben. Auch die Fenster werden nun eingesetzt. Hier versuche ich den aufgerissenen trockenen Pinselstrich zu verwenden, um eine gewisse Lockerheit und Leichtigkeit in diesen Fensterformen zu erreichen. Mit Blau und einigen Farbresten der vorherigen Mischung setze ich jetzt mit trockenem Pinselstrich die glitzernde Wasserfläche ein. Wenn man, wie ich hier, auf gutem, strukturierten Büttenpapier arbeitet und den Pinsel zügig über das Blatt führt, entsteht der Effekt des trockenen Pinselstrichs. Er erzeugt die Illusion von glitzernder Sonne auf der Wasseroberfläche. Mit einem dunkleren Tonwert und der Mischung aus allen 3 Farben setze ich nun die formbeschreibenden Schatten unter die Felsplatten im Vordergrund. Hier schaue ich auf mein Referenzfoto, dort sind die Dunkelheiten an der Unterseite der Felsen sehr gut zu sehen. Ich arbeite hier auch wieder mit verschiedenen temperierten Mischungen. Manchmal ist mehr Blau in der Mischung und manchmal mehr Sienna gebrannt. Zunächst gebe ich meiner Figur jetzt auch ein wenig Farbe. Ich male dunkle Hosenbeine und ein wenig Farbe ins Gesicht. Ein Tropfen Wasser sorgt für weiche Übergänge in der Kleidung. Einen deutlichen Schlagschatten setze ich auf das Haus und erhöhe hier und da den Kontrast im Bildfokus noch einmal. Jetzt möchte ich die Felsen noch ein wenig mehr ausarbeiten. Ich wasche zunächst mit meinem Auswaschpinsel einige helle Formen aus der dunklen Schattenfläche wieder heraus. Mit dunkler Farbe gebe ich danach einige Akzente in die Fläche und schaffe so eine Struktur für die Felsplatten. Einige Kanten im unteren Bereich des Schattens löse ich wieder an und gestalte sie so etwas weicher. Die rechte Hausseite möchte ich noch etwas dunkler malen, um die helle Figur noch besser in den Fokus zu rücken. Ein Schatten im Leuchtturm fehlt noch. Dies ist der formbeschreibende Schatten direkt unter dem Geländer auf der rechten Seite. Ich setze ihn mit kräftigem Violettton und löse ihn zum schon vorhandenen großen Schatten auf der linken Seite mit etwas Wasser weich an. Ein bisschen Farbe fehlt mir jetzt noch im Bild. Ich setze also mit Alicerinrot direkt aus der Tube einen Akzent in meine Figur im Bildfokus. Das Rot wirkt jetzt hier belebend und frisch, sprengt aber nicht die harmonische Bildaussage, da es ja auch eine der Grundfarben des Bildes ist. Hier oben im Leuchtturm könnte das Rot als Lichtsignal noch einmal wiederkehren. So gefällt es mir ganz gut. Die weißen Highlight-Akzente direkt aus der Tube braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber ich mag es, wenn die Figur noch einmal aus dem Mittelgrund hervortritt und so wirklich für mein Bild einen Fokusschwerpunkt setzt. Das war's mit meinem schwedischen Motiv für heute. Ich hoffe, das Motiv hat euch Freude gemacht und ihr habt Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Viel Spaß dabei und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.